Ich bin unterwegs. Es ist super früh am Morgen. Wie man sieht, ist das Auto vollgestopft mit neuen Sachen. Auf ins nächste Abenteuer. Ich bin da. Ich habe allerdings keinen Schlüssel. Es soll hier eine Schlüsselbox geben. Aha. Mir gehört jetzt ein Haus. Liebe Grüße vom Partner des heutigen Videos, Emma Matratzen. Mit meinem Code EMMAVANILLA sparst du 5% auf alle Produkte. Für mich war das kompakte Verpackungsmaß ausschlaggebend, der kostenlose Versand sowie auch die Abholung. Denn auf Emma Matratzen kann man bis zu 100 Nächte Probe schlafen, bevor man sich entscheidet. Alle sprechen irgendwie von Emma Matratzen und weil das Bett hier keinen Lattenrost hat, die Matratzen so ultra dünn sind, dass man die Latten im Rücken spürt, muss da unbedingt was Neues hin. Und ich dachte, ich probiere das Ganze jetzt mal. Meine Eltern sagen nach 2 Wochen, dass der Liegekomfort sehr gut ist. Und für mich als zukünftiger Vermieter ist auch praktisch, dass die Bezüge abnehmen und waschbar sind. Ich habe mich für das Modell Emma 25 Hybrid entschieden. Die Matratze ist 25 cm hoch und wirkt sehr wertig. Die Höhe entsteht dadurch, dass 2 Technologien verarbeitet wurden. Die Kombination aus Federkern als auch Kaltschaum sorgt für ein optimales Schlaferlebnis und eignet sich gut, wenn es eben kein federndes Lattenrost gibt. Mit dem Code EMMAVANILLA sparst du 5% zusätzlich zu allen Rabattaktionen. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur Webseite, auf der es immer laufende Angebote gibt. Krass, die Matratze ist richtig hoch und richtig geil. Meine erste Amtshandlung war, den geschenkten Brombeerbusch einzupflanzen. Wo steht er am besten? Wo kriegt er genug Sonne? Weil ich so viel Platz nicht gewohnt bin und damit etwas überfordert war und das Grundstück hier nochmal umgegraben wird, habe ich ihn nun provisorisch erstmal in das zugewucherte Beet gepflanzt. Die erste Gartenarbeit auf meinem eigenen Grundstück habe ich damit auch erledigt. Einige Stunden später kamen meine Eltern an. Es gibt viel zu tun. Unheimlich viel. Wenn man ein altes Haus mit allem drin kauft,
dann kauft man auch ziemlich viel Müll mit ein. Bei der ersten Bestandsaufnahme ist uns schon vieles davon entgegengekommen. Der geht noch. Was ist unter der Holzablage? Papa findet gutes Werkzeug im Kriechkeller. Und wie lösen wir das mit der riesigen Stufe vor der Terrasse? Auch drinnen gibt es eine Menge zu tun. Wir haben Gott sei Dank Glück mit dem Wetter. Der erste richtige Arbeitstag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. Und wo genießt man den besser als im Keller? Weil aber der Abfluss in der Küche verstopft ist und das Rohr durch den Keller läuft und dort dem Geruch nach zu urteilen undicht ist, hat das erste Priorität. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir helfen. Papa hat Blicke für Dinge, an die ich nie gedacht hätte. Er gräbt zum Beispiel die Treppe zum Keller wieder frei. Na logisch, macht doch nur Sinn. Wäre ich aber im Leben nicht drauf gekommen. Um ein guter Hausbesitzer zu sein, muss ich also noch eine ganze Menge lernen. Ja, ich kipp das hier direkt neben den frisch gepflanzten Brombeerbusch. Aber wie gesagt, der bekommt eh noch ein neues Plätzchen. Das Haus ist wohl von 1920 und wurde seither immer nur stückchenweise renoviert und modernisiert. Hier mal was ergänzt, da mal was dran genagelt. So als kleine Fischerhütte für den Sommer hat es bisher ja auch gereicht. Du darfst übrigens froh sein, dass in der Videoübertragung Gerüche nicht enthalten sind. Das hat gemieft. Uah. Aber weil eben alles, auf Russisch sagen wir, auf Popeln hängt, also einfach so simpel und so zusammengebastelt ist, kann und muss man auch mit den gleichen simplen Mitteln entgegenarbeiten. Die alte Dämmung vom Boden kann man hier im Keller gut sehen, weil nämlich die Hälfte davon entweder runtergerissen wurde oder nur halb in der Luft hängt. Befestigt am unteren Ende der tragenden Balken befindet sich eine Lage Holzbohlen. Darauf liegt Birkenhaut, um die Fugen im Holz zu schließen. Und darauf wurde dann Sand geschüttet, also zwischen die Bohlen und den Dielen im Wohnzimmer. Ein Teil davon wurde bereits entfernt, um die Leitung verlegen zu können. Und einen anderen Teil reißen wir jetzt runter, weil alles sowieso so morsch ist und ungestützt rumhängt, dass es Gefahr läuft, die Leitung sonst komplett runterzureißen. Eine staubige Angelegenheit, sag ich dir. Schläfchen. Norwegen ist dafür bekannt, dass hier alles sehr teuer ist. Und so logischerweise auch die Baumaterialien. Deswegen schätze ich sehr, dass Papa so gut improvisieren kann. Im alten Wohnwagen, der auf dem Grundstück steht, hat er einen zementähnlichen Sack gefunden. Irgendwas vermutlich eher zum Verlegen von Böden, aber was soll's. Was man hat, hat man. Und zumindest für den Anfang wird es reichen. Und wer weiß, vielleicht hält es ja auch. Manchmal mag man sich ja wundern, was so geht. Die Steine finden wir auf dem Grundstück, im verwucherten Beet, unter der Terrasse. An Steinen mangelt es hier wirklich nicht. Ein paar Tage lassen wir das jetzt ruhen. Papa schimpft. Das hält nicht, wird alles weggewaschen vom Regen. Ich find's toll. Auch drinnen geht es voran. Mama putzt und wäscht alles, was und was nicht nied- und nagelfest ist. Für die winzige Größe des Häuschens im Kaufvertrag steht etwas von knapp 70 Quadratmetern, sind hier ganz schön viele Möbel drin. Insgesamt gibt es 8 Schlafplätze. Das ist mir eindeutig zu viel. Um oben etwas mehr Platz zu schaffen, kommt also das Schlafsofa auf die Terrasse. Gar nicht so einfach, die Möbel durch das schmale Treppenloch zu kriegen. Wie haben die 8 Betten hier hochgeschleppt? Die Terrasse wird sicher mal mein Lieblingsort im Haus. Die Aussicht ist einfach fantastisch. Und wie cool wird es wohl werden, nachts die vielen tausend Sterne von hier aus zu beobachten. Denn Umgebungslicht gibt es hier fast keins. Das Schlafsofa ist hier also genau richtig.
Haus ist einfach eine kleine Schatzgrube, was Upcycling angeht. Wenn ich die Möbel anders anordne, das hier von dort nach da stelle, anderswo was wegnehme, das hier streiche und dort drüber stelle. Ich habe einfach viele Ideen, wie ich die Hütte mit kleinen Mitteln zu einem gemütlichen Häuschen machen kann. Und auch kleine Handgriffe, wie eine weiße Leiste hier und eine Silikonfuge da, machen das Bild gleich viel ordentlicher. Weil das Wohnzimmer mit zu vielen Sofas vollgestellt ist, steht der Esstisch draußen. Bei den norwegischen Temperaturen etwas ungünstig. Ich hätte gerne einen Ess- und für mich auch Arbeitstisch. Im Haus. Die alte, abgeplatzte Lasur gefällt mir allerdings gar nicht. Der Tisch soll weiß werden, um den Raum nicht kleiner wirken zu lassen. Okay, also eigentlich wollte ich warten, bis wir hier so ein bisschen Ordnung gemacht haben, damit ich euch mal hier rumzeigen kann und erklären kann, was ich vorhabe mit diesem Haus. Aber statt Ordnung zu machen, machen wir immer mehr und mehr Chaos, weil wir die Dinger von A nach B räumen. Deswegen stand Chaos. Also, das Häuschen hat einen Hintereingang. Und von hier aus geht es zum Beispiel direkt ins Bad. Sehr simpel. Hat so eine komische grüne Farbe an den Wänden, die ich nicht besonders mag. Auch das Möbelstück finde ich jetzt nicht so dolle. Aber ansonsten, ja, also hier kann man ein bisschen was rausholen. Aber hier will ich auch nicht die Hauptzeit meiner Arbeit reinstecken. Hier gibt es nochmal so einen kleinen Raum, den man auch noch besser nutzen kann für Staumöglichkeiten. Von hier aus geht es jetzt in Wohnzimmer und Küche. Also wie gesagt, vorgewarnt habe ich, es ist total chaotisch. Was definitiv in diesem ganzen Raumkomplex fehlt, ist ein Esstisch. Es standen diese 2 Sofas hier drin, was definitiv ein Möbelstück zu viel ist. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das hinstellen werde, damit hier noch ein Esstisch Platz hat. Den bin ich gerade draußen am Streichen. Auch der Couchtisch ist zu groß für den Raum. Streichen werde ich hier drinnen wahrscheinlich nicht, weil ich die Farbe ganz süß finde. Wir haben hier einen ganz, ganz schönen Holzofen. Der ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und die Küche ist auch so ein kleines Problemkind. Also die Platzausnutzung, hier stand noch so eine komische Truhe. Die Platzausnutzung ist totaler Murks. Da muss sich was ändern. Die Küche an sich ist in Ordnung. Geht aber definitiv schöner und besser. Ob ich da jetzt sehr viel Geld reinstecken werde, mag ich zu bezweifeln. Aber ist auf jeden Fall was ich irgendwann mal in Angriff nehmen möchte. Dann haben wir hier diese Treppe. Die Treppe ist sehr steil und sehr zusammengezimmert und sehr hässlich. Die wird definitiv nochmal irgendwann schöner gemacht. Vielleicht streiche ich die auch einfach nur. Weiß noch nicht. Die Fenster sind übrigens alle einfach verglast. Ich weiß nicht, ob ich hier was machen will. Aber es gibt so viele Projekte an diesem Haus. Da muss ich irgendwie entscheiden. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. Hier oben kommt man in ein kleines Zimmerchen. Hier stand noch ein weiteres Schlafsofa. In diesem Haus waren viel zu viele Betten. Das habe ich jetzt rausgestellt. Könnte man vielleicht ein Arbeitszimmer draus machen. Und hier kommt dann das Master Bedroom.
Also auch hier in diesem Zimmer stehen 2 Betten, das ist mir definitiv ein Bett zu viel. Hier kann man das noch ein bisschen schöner gestalten. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht diese Wand, diese Trennwand nach ein Stückchen in den Raum hier setze, dass dieser Raum kleiner wird und der andere größer. Bin mir aber nicht sicher, ob das so einfach ist. Die Decke hier ist leider nicht gedämmt oder ja, vermutlich nicht gedämmt. Das heißt, es wird hier im Winter ziemlich kalt drin. Das muss ich definitiv vor dem Winter noch machen. Der Boden sind quasi die Balken, die man von unten sieht. Ob ich hier nochmal einen richtigen Boden reinlege oder so, das weiß ich auch noch nicht. Es gibt hier noch so viele offene Projekte. Ich liebe die Tür. Die Tür wurde einfach abgeschnitten. Also ich bin ja echt klein und komme hier gegen. So sieht's aus. Also irgendwie dachte ich, dass ich hier jetzt so eine richtige Roomtour mache und so ein bisschen erkläre, in welche Richtung es gehen soll, aber ich weiß selber noch nicht so genau. Aber es gibt viel zu tun und es kann richtig schön werden und ich freue mich richtig drauf. Gefällt's dir hier? Geheizt wird hier in Norwegen vor allem mit Holz. Hinter meinem wilden Beet liegt eine Menge Holz, das vor sich hin rottet. Ressourcen verschwenden, das kann sich in diesen Zeiten keiner leisten. Deswegen machen wir es also klein. Der Sommer ist vorbei und der erste Regen für uns ist jetzt da. Und es steht Wasser im Haus. Hier kommt der Schornstein runter. Da ist noch so eine Wartungsklappe. Und hier ist alles nass. Verflixt. Nicht nur da, auch hier im Bad läuft das Wasser irgendwo da raus. Und auf dem Fußboden hier ist es nass. Ich frage mich, wie viel ist unter dem Fußboden nass. Und das ist auch noch nicht alles. Hier oben tropft's. Oben am Dach fehlt ein Ziegel, der vermutlich dafür sorgt, dass es durchregnet. Ich habe jetzt mal dem Makler geschrieben und der hat jetzt dem Vorbesitzer geschrieben. Das war nämlich nicht part of the deal. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich bin so froh, dass meine Eltern da sind. Es gibt nämlich so viel zu tun, dass ich gar nicht wüsste, wo ich zuerst anfangen soll. Gleichzeitig ärgere ich mich aber auch, dass ich mich nicht in 2 teilen kann. Ich würde so gerne Mama helfen beim Putzen und Papa beim Bauen. Würde gerne dabei sein und lernen, wie er die Dinge macht, damit ich vielleicht auch mal ein guter Handwerker werde. Gleichzeitig muss ich mich aber auch um andere Dinge kümmern, einkaufen, Internet besorgen, mit den Nachbarn Dinge besprechen, die vor dem Winter noch passieren müssen. Ich kann eben nicht überall sein und bin unglaublich froh, die tolle Unterstützung zu haben. Wir haben alle unsere Stärken. Ich sehe alles, was noch nicht da ist und noch werden soll. Papa sieht das, was ist, was repariert und in Schuss gebracht werden muss. Und Mama versorgt die Truppe mit Essen und macht das Haus wohnlich. Doch irgendwann ist der Urlaub zu Ende und es wird Zeit für die beiden, zurück nach Deutschland zu fahren. Meine Eltern nehmen Stracciatella mit, die hoffentlich einen Mieter findet, der den Winter mit ihr im Süden verbringt. Und ich bleib hier im Haus. Das erste Mal, seit ich denken kann, alleine, ohne Cleo. Und gewöhne mich an ein neues Leben. Bis zum nächsten Mal.